Das Grundbuch schützt nicht Ihr Vermögen, sondern es dient nur dazu, zu erfahren, wo man zugreifen kann. Ich sehe natürlich, soll ich sagen, in die Runde einen Angriff auf das Vermögen der Deutschen. Wer ist das erfolgreichste Inkasso-Institut in Deutschland? Finanzamt, Zwangsvollstreckungsstelle. Deshalb sind die Immobilien das auch gefährdet, wenn der Staat Geld von dir will. Weil das ist das Einfachste für den Staat, das einfach Zwangshypothek und Versteigerung. Immobilien sind ja eigentlich Betongold, bergen aber einige Risiken, die Anleger wirklich sehen sollten. Tja, und wie ist das eigentlich mit dem lieben Staat und potenziellen Zugriffen und Co. Wir diskutieren das heute in Faszination Freiheit, wie inzwischen seit 10 Jahren jede Woche eine neue Freitagsausgabe und heute mit einem spannenden Interview. Wir haben Dr. Johannes Fiala heute zu Gast. Und falls du ihn noch nicht kennen solltest, er ist auch sehr bekannt in den Medien als Experte zu diesem Thema, hält Vorträge, Seminare, inzwischen über 35 Jahre Berufserfahrung, mehrere akademische Abschlüsse und er kümmert sich eben ganz speziell um Immobilien und Finanzrecht. Lieber Herr Dr. Fiala, schön, dass Sie heute hier sind. Gerne. Grüß Gott, Herr Wittmann. Ja, ich freue mich sehr auf dieses Interview und ich habe schon angedeutet, Sie gelten als einer der profiliertesten Anwälte in diesem Bereich, auch mit Vermögensschutz. Und ich würde gerne mal starten. Erstmal vielleicht gibt es einen erstmal sehr weit verbreiteten Mythos rund um das Thema Immobilienschutz, den Sie heute ein für alle Mal gerne richtigstellen möchten. Also wir haben ja ein Grundbuch und landläufig ist der Mythos ungefähr so, dass das Eigentum im Grundbuch geschützt ist. Nach dem Motto, das ist meins, das gehört mir. Und das ist natürlich ein Mythos, der sich in der Praxis als Irrtum herausstellt, als großer Irrtum. Beim Mittelstand herrscht generell das Thema oder die Auffassung, es muss unbedingt was geschehen angesichts der vielen Bedrohungen für unser Vermögen, Immobilien und anderes Vermögen. Es muss was geschehen, aber es darf sich nichts verändern. Und das ist leider überwiegend der Fall. Und die Menschen haben manchmal dann sogar Konzepte in der Schublade, wie sie ihr Vermögen schützen, kommen aber nie zur Umsetzung. Und ein kleiner Teil hat natürlich das Problem, dass sie aufs falsche Pferd gesetzt haben. Das heißt, eine Schutzstrategie eingeleitet haben, umgesetzt haben, die defizitär ist oder die überhaupt nichts taugt und eher noch dafür sorgt, dass der Staat sich für einen besonders interessiert. Also das ist ein Mythos, das Eigentum sei geschützt. Das steht ja im Grundbuch. Wir wissen es aus der Beobachtung, wenn wir zurückschauen in die Geschichte. 1948 die Währungsreform für 100 zu 6,50 war der Abwertungsfaktor beim Geld und 1952 der Lastenausgleich, den es im Übrigen heute so noch nicht gibt. Es wird alles Mögliche diskutiert als Angriff aufs Vermögen, aber noch nicht. Der jetzige Lastenausgleich ist eine Zusammenfassung aus diversen Gesetzen von Entschädigungsregeln. Das hat mir eine Expertin im Gesundheitswesen mal erklärt vor Jahren. Also wir haben derzeit keinen Lastenausgleich, aber 1952 war das völlig egal, wie sie ihr Grundbuch selber zugemacht haben. Der Staat konnte und kann sich mit einer Zwangshypothek als Beispiel einfach an die oberste Rangstelle, also mit dem absoluten Vorrang setzen. Und dann passiert natürlich etwas ganz Merkwürdiges, wenn Sie in Ihrer Immobilie noch Schulden haben, die auf der Immobilie lasten. Dann wird als nächstes, das ist ja dann der Lastenausgleich, wäre dann mit der Zwangshypothek nur ein Gesetz, aber als nächstes werden Sie Besuch von Ihrem Bankier bekommen. Der wird dann sagen, die ist ja dermaßen entwertet, die Immobilie, wir brauchen da von Ihnen weitere Sicherheiten. Im schlimmsten Fall wird er sagen, bitte Ihren Autoschlüssel geben Sie uns doch bitte gleich mit. Ihren Kfz-Brief haben wir sowieso, weil wir müssen jetzt mal anfangen, bei Ihnen die wirtschaftlichen Verhältnisse zu sanieren. Also ein Teil der Asset Protection kann sein, auch seine Schulden zu reduzieren. So, also das so zum Mythos. Und es gibt natürlich noch den schönen Mythos, ja, so ein Grundbuch, das ist doch ein großer Schutz. Nein, das ist kein Schutz für das Individuum. Das Grundbuch schützt nicht Ihr Vermögen, sondern es dient nur
dazu zu erfahren, wo man zugreifen kann. Weil das Grundbuch ist nötigenfalls öffentlich einsehbar und dann weiß man, okay, da hat er seine Immobilie, diese steht so und so da und dann kann man dort eben reingehen, als Staat oder auch als privater Gläubiger. Also ist auch ein Mythos, dass das Grundbuch schützt. Das ist mitnichten der Fall. Es dient und schützt den Rechtsverkehr. Man weiß, wie es funktioniert. Man kann gutgläubig erwerben. Es hat also viele positive Funktionen, aber bestimmt nicht den Zugriff aufs Vermögen zu verhindern. Okay, das ist mal, glaube ich, für viele ein spannender Blick, mal auf dieses Thema Grundbuch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also zum einen, Sie haben jetzt schon den Staat genannt. Das heißt, also Sie können sich aktiv vorstellen, dass der Staat da vielleicht Begehrlichkeiten entwickelt. Wir haben die Situation, dass die Schulden sich immer weiter auftürmen, dass wir auch mit Pflege- und Sozialversicherung immer höhere Ausgabenblock haben. Also auch Rentenversicherung, wie wird so etwas zukünftig gestaltet? Aktuell auch mit der SPD in Deutschland ja auch ein großes Thema, dass so eine Umverteilung und dann die breiteren Schultern sollen ja das immer tragen. Also wie sehen Sie den Staat zukünftig? Können Sie sich das vorstellen, dass der auch aktiver auf Immobilienbesitzer eingeht? Ich befürchte es schon. Ich sehe natürlich, wie soll ich sagen, in die Runde einen Angriff auf das Vermögen der Deutschen. Also auf Vermögen, zum Vermögen zähle ich persönlich auch die Gesundheit dazu. Stichwort Vergiftungen aller Art. Ich sehe das aber auch so, dass eben der Staat sowieso schon zugreift. Denken Sie an die Grundsteuer. Ich glaube, wenn ich es richtig entsinne, erstmalig 1913 oder so in Amerika eingeführt. Vorher gab es das dort nicht. Die Grundsteuer, wenn Sie sich auf der Zunge zergehen lassen wollen, wir hatten doch diese Reform, die höchst unterschiedlich in der Auswirkung war, je nach Gegend. Manche Gegenden, das Versiebenfachung habe ich gehört. Hier in Süddeutschland war das eher milde, aber wenn ich hier jetzt schaue, ich sitze jetzt hier in München, die schmeißen das Geld die letzten Jahre mit beiden Händen zum Fenster raus. Also die Stadt München ist immer mehr verschuldet und man kann eigentlich nur abwarten, bis die Stadtverwaltung drauf kommt, die Grundsteuer massiv zu erhöhen, einfach nach dem Motto, ja, wir bauen ja so schöne Straßen und wir reißen sie auch alle paar Jahre wieder auf, die gleichen Straßen etc. etc. Und da kann man einfach den Hebesatz stark anheben. Das haben viele gar nicht auf dem Radar. Dann haben wir die Regierung in Brüssel, die uns ja angedroht hat, also nicht nur das Heizungsgesetz oder Gebäudeenergiegesetz. Brüssel sagt, ich glaube 1940, 1945 sollen die Häuser energieneutral sein. Da gibt es einen berühmten Ökonomen, der früher Geschäftsführer der Degussa Edelmetalle war, der hatte das dann so schön formuliert. Ja, und dann können wir 80% der Immobilien in Deutschland abreißen. Dann sind sie auch nichts mehr wert, wenn das kommt. Also das sehe ich auch als Bedrohung. Da haben wir jede Menge Regulierungen. Mietendeckel. Dann haben wir jetzt als Neuestes natürlich Sanierungszwang, auch mit Eingriff ins Baugesetzbuch und der Möglichkeit für die Kommune, Häuser, die verfallen oder nicht energetisch genug saniert sind, zur Enteignung. Und dann gibt es noch eine weitere schicke Geschichte, das ist das geopolitische Risiko. Wollen Sie eine Immobilie gut verkaufen können, gut vermieten können, wenn sie im Kriegsgebiet ist? Da muss sich natürlich auch jeder Bürger überlegen, also ich sage immer von 7 bis Frühstück bitte denken, muss sich jeder überlegen, wenn man eine Regierung hat oder Teile einer Regierung hat oder Abgeordnete hat, die man sagt, ja, die sind eher kriegstreiberisch unterwegs. Wenn solche Personen da sind, dann wird ja letztendlich ein Konflikt provoziert und damit natürlich auch, was halt so bei Konflikten üblich ist, dass man nach einer Provokation auch eine Antwort bekommt. Und das kann durchaus auch die Immobilienpreise beeinflussen. Tut es vielleicht jetzt schon. Aber ich bin nicht als Immobilienmakler unterwegs. Aber Substanzverkäufe geraten nach meiner Beobachtung durchaus unter Druck. Also das ist schon so, dass das als Bedrohungsszenario doch heftig ist, zumal wir ja alle spüren die Vervielfachung von Hausgas und Hausstrom. Wir sehen, dass der Staat
Gelddruck, die Gelddruckerpresse sprichwörtlich anwirft, dann sagen Experten, Ökonomen, die das beobachten, sagen, ja, ja, die vorletzte Regierung hat am Ende nochmal die Staatsschulden verdoppelt. Schön. Und die Ökonomen, die es untersuchen, behaupten dann, ja, und dann hatten wir eine gefühlte Inflation. Das ist das, was wir wirklich zahlen im Supermarkt oder beim Einkaufen. Eine Inflation in der Größenordnung von 30%. Und die gleichen Ökonomen sagen, ja, im vergangenen Jahr war das in Deutschland ähnlich hoch gewesen. Also gefühlte Inflation. Ein Begriff, den mal der Herr Professor Brachinger vom Bodensee erfunden hat und sich dabei gestützt hat auf den Warenkorb, den echten Warenkorb eines Rentner-Ehepaars. Also es ist nicht lustig, so insgesamt. Und es geht so ruckerlweise. Und es kommt von verschiedenen Seiten, diese Angriffe aufs Vermögen oder Eigentum. Also wir haben schon ein etwas spürbar. Und ich sehe das auch bei den Gesprächen mit Mandanten. Die sind sehr unterschiedlich, aber sie zielen alle auf das Gleiche ab. Nämlich die Mandanten sehen irgendwo, dass ihnen eine Gefahr droht. Und sie beobachten natürlich unterschiedlich, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass viele dann sagen, ja, jetzt muss doch was geschehen. Und dann natürlich zwangsläufig sich auch was ändern. Und die Frage ist immer, wie mache ich das dann? Ja? Absolut, da waren jetzt viele wichtige Punkte dabei und Sie haben mir die Frage schon vorweggenommen, so einen ganzheitlichen Blick mal auch über die verschiedenen Risiken, die es da draußen ja gibt. Jetzt kann und will ja auch nicht jeder verkaufen und manche leben einfach ja sehr, sehr gerne dort, wo sie sind, auch im Eigenheim und Co. Deswegen, vielleicht können Sie mal so zusammenfassen, welche Gestaltungsmöglichkeit, also was kann man jetzt tun, um dann zumindest so einen etwaigen Zugriff zu erschweren, also solche Themen wie zum Beispiel Nießbrauch, Wohnrechte etc. Also was sind konkrete Möglichkeiten? Also ich will Ihnen mal erzählen, was so landläufig üblich ist. Also das eine ist zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich gebe mal die Immobilie meinen Kindern oder irgendwelchen anderen Erben, ich gebe das schon zu Lebzeiten weg und behalte mir einen Nießbrauch zurück. So, Nießbrauch ist die Nutzungen, also ich nutze es selber oder ich vermiete es, da habe ich freie Hand und der Nießbrauch wird dann mit meinem Tod gelöscht, hängt also an der Person dran. So, das behalte ich mir zurück. Ein Steuersparmodell, wenn ich vorzeitiges Erbe übergebe, das wird ja dann gegengerechnet. Das geht dann, wenn ich übergebe, geht es um meine Lebenserwartung. Da wird dann hochgerechnet vom Finanzamt und da gibt es einen großzügigen Abzugsposten. Also ein Steuersparmodell. Also vorweggenommene Erbfolge kann durchaus die Steuerlast mindern. Jetzt kommt aber der Haken. Wenn ich die Immobilie jetzt an meine Kinder oder an ein Kind weitergebe, dann bin ich das Problem los. Ich bin als Nießbraucher der Nutznießer. Aber das Problem ist nicht weg. Das Problem hat jetzt mein Kind oder der Beschenkte. Ne? Aber das ist sehr gängig, wird häufig gemacht und ich bin dann auch nicht mehr so beweglich. Also es gibt dann Folgeprobleme, dass man sagt, ja, jetzt müssen wir den Nießbrauch doch wieder beseitigen. Ja, ähnlich beim Wohnrecht. Wohnrecht hängt an Ihnen dran, an der Person. Ist also für den jetzigen Eigentümer des Behälters sich zurück. Das schützt die Nutzung, aber nicht das Vermögen, weil das Vermögen ist ja jetzt weggegeben, dann hat jemand anders das Problem. Das ist strategisch irgendwie saublöd. Und was überlege ich dann, was beliebt und bekannt oder berüchtigt ist der sogenannte Familienpool, eine Art BGB-Gesellschaft. Da muss man sich im Detail anschauen, denn auch Anteile an einem Familienpool sind pfändbar. So, also in der Regel. Wir haben solche Fälle auch immer wieder gesehen, wenn wir um Zweitmeinung gefragt werden. Manche kriegen hinterher kalte Füße und die Ehefrau sagt, um Gottes Willen, was hast du gemacht, mein lieber Mann? Und andere kommen vorher und lassen sich das mal durchsehen, was ihnen da angeboten wurde. Also BGB-Gesellschaft kann man kündigen und dann ist es ersperrt durch einen Familienpool der Zugriff, aber Sie dürfen dreimal warten. Wer ist das erfolgreichste Inkasso-Institut in Deutschland? Finanzamt Zwangsvollstreckungsstelle. So eine Vermutung, ja. Ja, also das ist einfach so. Und die kennen sich mit solchen Dingen, also
inländischen, doppelt unterstrichen, kennen die sich sehr gut aus. Dann gibt's prominent geworden, weil sich das Landesamt für Finanzen in Bayern, das hieß früher Oberfinanzdirektion, damit beschäftigt hat. Dann gibt es das Genossenschaftsmodell. Und zwar die Immobilienfamiliengenossenschaft. Habe ich auch Anrufe schon bekommen von Vermittlern. Ja, wir haben da was und das ist so ganz toll. Und da können Sie dann auch Ihre privaten Ausgaben über die Familienimmobiliengenossenschaft abwickeln. Also von der Putzfrau bis zum Einkaufen von Lebensmitteln, ihr Auto und so weiter und so fort. Also private Sachen, die eigentlich nicht zum Abzug sind. Und solche Gestaltungen, es gibt da so 7 Prüfungsgesellschaften, die da sowas prüfen. Die müssen sich ja regelmäßig prüfen lassen, die Genossenschaften. Und da gibt es wohl eine sehr geländegängige und da ist das alles durchgegangen und da gibt es interessante Neugierde von Seiten des Finanzamts. Bitte erklären Sie uns, wieso zahlt die Familienwohlgenossenschaft denn die Hundesteuer? Also nur so dumme Fragen wiederkommen. Und dann ist das Ganze dann auch noch eine potenzielle Atombombe. Nehmen Sie mal an, so eine Familiengenossenschaft besteht aus 9 oder 12 Familienmitgliedern. Einer kriegt kalte Füße, lässt sich ordentlich beraten und schreitet zur sogenannten strafbefreienden Selbstanzeige. Was macht das Finanzamt? Es eröffnet gegen alle anderen Familienmitglieder im Zweifel ein Strafverfahren und ein Steuerhinterziehungsverfahren. Und das wird auch dann unter Umständen von der Strafe her heftig. Die Leute sind dann nicht selten gleich vorbestraft. Ab 50.000 €, da kommt ja was zusammen, wenn dir so eine Buchhaltung so großzügig ist. Ab 50.000 € sind wir im Bereich der Geldwäsche drinnen. Das ist also etwas verpönt. Ja. Also auch da größte Vorsicht. Und natürlich auch ein Burner aus Liechtenstein. Also da gibt es Anbieter und auch andere, die sind eher Unternehmensberater. Das Vorkaufsrecht. Das Modell geht so, Herr Wittmann, Ihre Immobilie wird mit einem Vorkaufsrecht belastet. Das ist richtig was wert. Oder es entwertet Ihre Immobilie. Sie ist nämlich schwerer verkäuflich. Der Käufer muss nämlich sagen, ja, wenn ich da jetzt meine Zeit reinstecke und den Preis und die Vertragsbedingungen verhandle, dann kommt vielleicht der Herr Wittmann daher oder ein anderer kommt daher und übt dieses Vorkaufsrecht aus. Dann habe ich verhandelt als Kaufinteressent und der eingetragene Vorkäufer, der mit dem Vorkaufsrecht sagt, den Vertrag nehme ich so, wie er ist. Das entwertet, bringt den Marktpreis runter. Angeblich führt es zum Schutz, weil ja dann angeblich der Staat ist aber rechtlich einfach deppert, ist also ein Märchen, dass das Vorkaufsrecht schützt. Damit tingeln aber auch gewisse Unternehmensberater inklusive YouTube-Videos und Seminare durch die Gegend. Also da muss man überall genau Acht geben. So, unterm Strich kommt dann noch natürlich dazu, komme ich gleich noch ein weiterer Weg. Als Zwischenfazit möchte ich sagen, so Einzelinstrumente muss ich natürlich alle prüfen. Ist das was? Ist das was für mich? Ist das auf Dauer? Passt das zu mir? Also wir versuchen immer so Maßanzüge zu machen. Nicht jeder Mandant ist gleich gestimmt und hat gleiche Bedürfnisse und gleiche Lebensperspektive etc. Also Zweitmeinung habe ich schon gesagt, würde ich mir aufholen. Und dann denke ich, sollte man auch achten oder in Erwägung ziehen, ich sage das mal ganz vorsichtig, in Erwägung ziehen, vielleicht eine Stiftung zu errichten. Und zwar keine gemeinnützige Stiftung, sondern eine Familienstiftung. Das ist vielleicht ein guter Punkt, die Asset Protection als Idee rüberzubringen. Die Asset Protection sagt, wir haben 3 Säulen oder 3 Wassergläser oder 3 Tröge oder wie auch immer da. Mich als natürliche Privatperson. Ich bin eigentlich empfindlich ungestützt, aber damit nicht im schlimmsten Fall nicht zu viel passiert, gibt es noch einen zweiten Bereich, das ist das Unternehmerische. Im Zweifel macht man eine kleine oder größere Kapitalgesellschaft. Der Jurist sagt dann, das ist ein Haftungsblock.
Also wenn du jetzt nicht die Buchführung fälscht oder strafbare Dinge machst, sondern alles gut und sauber machst, dann ist dieser Haftungsblock da, wenn mit deiner, ich sage jetzt mal GmbH, irgendwas passiert, unerwartet, die Versicherung zahlt irgendeinen Schaden nicht und die GmbH geht deshalb hops, dann greift dieser Haftungsblock und der Insolvenzverwalter ehemals deiner GmbH kann nicht auf dein Privatvermögen zugreifen. So, also das ist jetzt die zweite Sphäre. Und die dritte Sphäre ist dann sowas wie Stiftung oder Trust. Und das Wesentliche ist, es gibt einen Vermögensverwalter, der das macht, in der Regel Stiftungsrat heißt der zum Beispiel. Und dieses Vermögen ist eigentümerlos. Das muss man erst mal im Kopf verstehen. Habe ich eine eigentümerlose Gesellschaft, Kapitalgesellschaft? Ja, die Stiftung ist sowas. Und das funktioniert natürlich, offen gesagt, bei entsprechender Größe. Also mit 100.000 € anzufangen, ist vielleicht ein bisschen zu klein. Ich würde da eher an mehrere 100.000 € denken. Und die Erfahrung zeigt, nehmen wir mal das Beispiel, wir haben das mal vor ein paar Monaten, habe ich das mal spaßeshalber durchgerechnet, dann haben wir Gründungskosten und laufende Bewirtschaftung oder Verwaltungskosten. Es muss der Treuhänder bezahlt werden, es muss einmal im Jahr ein Jahresabschluss gemacht werden, der muss dann noch eingereicht werden und bei der Stiftungsbehörde, beim Finanzamt vielleicht. Da kommt schon was zusammen, das kostet leider und in Deutschland ist es wohl häufig unwirtschaftlich. Meine Erfahrung mit deutscher Stiftungsaufsicht ist jetzt nicht so groß, aber gruselig. Also du hast ein irrsinniges Rechtschaos und mein Eindruck war, als Meinung, ich kann es mir eigentlich natürlich nicht erlauben, so zu formulieren, aber mein Eindruck war, nicht die Top-Juristen arbeiten bei der Stiftungsaufsicht. Ja, also so versucht, etwas eleganter rüberzubringen. So, was gibt es denn noch? Es gibt natürlich die Stiftung in Liechtenstein, die ist etabliert. Die Jungs und Mädels wissen, was sie tun. Da ist das Stiftungswesen ist in Liechtenstein 2009 reformiert worden. Da hat die Hochschule Liechtenstein eingeladen. Ja, da habe ich gedacht, ja, dann gehst du mal hin. Und die haben gerechnet, die haben so ein Klassenzimmer oder so, hatten die ursprünglich geplant. Sie brauchten etwas größere Räumlichkeiten, denn es kamen über 300 Anwälte aus Europa. Vorwiegend aus Österreich und der Schweiz natürlich. Aus Deutschland waren es 3 Kanzleien, die repräsentiert waren. Also Spezialmaterie. Und es gibt natürlich auch bei den Treuhändern Kurvenlookies. Auch solche Fälle haben wir gesehen, wo der Treuhänder mit dem Vermögen der Stiftung stiften geht. Also ganz gruselig, weil vorher nicht genau geplant und gestaltet. Der Stifter war zu sparsam, das mal über ein Second Opinion, über eine Zweitmeinung gegenstecken zu lassen. Wobei ich sagen muss, wir beraten nicht im Liechtensteinischen Recht, aber Verplausibilisierung können wir durchaus machen und sagen, wir helfen Ihnen mal einen Fragenkatalog zu erstellen, bevor es knallt. Also wie du dich bettest, so liegst du. Also Liechtenstein ist in jedem Fall etabliert, ist schon teuer, aber ich würde sagen, kommt wegen der hohen Professionalität und der Rechtssicherheit in der Praxis, wenn man es richtig gestaltet. Man muss natürlich dem Treuhänder das Lasso um den Hals hängen, sage ich jetzt mal, dass der Ehe nicht aus der Spur fällt. Und dann gibt es natürlich durchaus auch günstigere Standorte. Letztes Jahr hat mich jemand angesprochen, der aus dem Ex-Jugoslawien kommt. Das ist massiv günstiger, hat allerdings natürlich größere Risiken, also andere Mentalität, andere Rechtskultur. Was ich in jedem Fall empfehle, egal ob das Liechtenstein ist oder woanders, einen Protektor. Also ein 4-Audi-Prinzip durch jemand, der quasi die Bremse ist, damit der
Verwaltungsrat nicht aus dem Ruder läuft. Also Protektor heißt eine Schutzperson. Einer, der sich das alles anschaut, was da passiert ist, auch die Buchhaltung, die Belege anschaut etc. Meistens ist ja der Stifter noch mit im Boot und dann haben wir häufig Gestaltungen, die müssen halt dann passen, weil der Staat, vor allen Dingen das Finanzamt, immer pingeliger wird. Also Stiftungen sind kein Schutz für kleine Vermögen, aber sie sind ein super Werkzeug für größere Vermögen. Und auch hier gilt bei Stiftungen nicht alles auf ein Pferd. Sonst haben sie wieder das berühmte Klumpenrisiko. Ja, es reden auch solche Fälle. Ja? Da hat schon der Urgroßvater alles in eine Stiftung rein. Und danach, als der Großvater verstorben war, hat das keiner geändert. Also das ist das Beharrungsvermögen. Erstmal vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für erstmal die sehr gute Zusammenfassung und auch Dank an der Stelle. Sie machen mir das Interview sehr, sehr einfach, weil Sie beantworten sogar schon Fragen, die ich mir schon die ich Ihnen stellen wollte und Sie haben sie gleich mitbeantwortet. Ich hätte aber auch noch viele weitere Fragen. An der Stelle aber auch der Hinweis, wir haben Sie ja auch zu Gast bei den großen Geldsicherheitstagen am 30. und am 31. Mai. Von dem her, wir haben den Link auch unterhalb von dem Video, dort gerne mit dabei sein und da kann man natürlich noch viel intensiver auf die ein oder anderen Themen geben. Können Sie uns aber vielleicht mal so aus der Praxis, das finde ich jetzt auch spannend, so ein Praxisbeispiel, einfach mal anonymisiert einen Fall schildern, wo hier so eine rechtzeitige Strukturierung, so eine Immobilie von dem Zugriff von Dritten gerettet hat und einen großen Unterschied gemacht hat? Ja, das gibt's durchaus. Es gibt durchaus Mandanten, die frühzeitig anfangen und dieses Klumpenrisiko erkennen. Als erstes musst du dir darüber im Klaren sein, so wie ich das bei der Hochschule für Bankwirtschaft, bei einer Financial Planner Ausbildung gelernt habe und dann in der Praxis erlebt habe, dass es so ist, 70-90% des Vermögens normaler deutscher Familien steckt im Eigenheim, also in der Wohnimmobilie. Das ist natürlich steuerlich unattraktiv, da ist Mieten unter Umständen und Vermieten günstiger. Muss man halt durchrechnen lassen, da muss man erst mal drauf kommen. Und da gibt es natürlich auch Menschen, die so schlau sind, dass sie sagen, wie so ein Praxisfall, ich will jetzt mal meine Immobilie, die ich habe, dieses Klumpenrisiko beseitigen. Da gibt es alle möglichen Modelle, Übertragung in Leibrente, Teilverkauf und so weiter. Also es schafft alles Liquidität. Eigentlich Standardthema bei der vorweggenommenen Erbfolge, aber hier geht es ja darum, dass der Vermögensinhaber nur umschichtet. Also er reduziert sein Immobilienexposure und sagt, das ist das Klumpenrisiko, zu viel Immobilienvermögen auf dem silbernen Tablett übers Grundbuch für jeden Gläubiger und den Staat. Also deshalb sind die Immobilien das auch gefährdet, wenn der Staat Geld von dir will, weil das ist das Einfachste für den Staat, das einfach Zwangshypothek und Versteigerung oder auch Zwangsverwaltung. Und dann, das ist also schon mal der erste strategische Step in so einem Konzept, was natürlich weitergehend ist, erstmal zu sagen, wir schauen jetzt mal, dass wir Liquidität kriegen und dann schauen wir, dass wir den Zugriff und die Haftung reduzieren. Also die Klugen, das haben wir immer wieder aus der Praxis, die Klugen sagen dann, ich habe hier eine KG, ich habe hier eine OHG, ich habe hier eine GbR, ich habe hier ein Einzelunternehmen, schon mal diese zweite Säule, die unternehmerische, den Haftungsblock, das Geschäftsrisiko in eine Kapitalgesellschaft reinzupacken, das zahlt sich richtig gut aus. Und das ist wird in der Praxis gern genommen. Also häufig, wenn die Menschen dann sich dessen klar sind. Sie müssen es aber natürlich machen, bevor es knallt. Wenn das alles sauber läuft, kein Problem, dann ist der Zweck erreicht und die klugen Steuerberater sagen, eine schlanke GmbH ist eine gute GmbH. Mit anderen Worten, das, was einen Wert hat bei der GmbH, das kann ich dann in meinem Privatvermögen haben, das Auto, was auch immer, und da kann ich das unter Umständen beispielsweise vermieten an meine GmbH. Das heißt, wenn es knallt, wenn es alles ordentlich aufgestellt ist, ordentlich strukturiert ist, wenn der GmbH was passiert, kann ich um die Ecke gehen, wie das in der Bauträgerbranche in der Praxis üblich ist, gehe ich um die Ecke, mache die nächste GmbH auf. Also das ist gang und gäbe. Also mit anderen Worten, das eine ist die Liquidität verschaffen. Da gibt es auch immer
beliebter oder bekannter Umkehrhypothek genannt, Sale and Lease Back. Ich verkaufe meine Immobilie, bleibe aber dran wohnen, vereinbare, dass das lebenslang ist, habe aber für den Verkauf der Immobilie jede Menge Liquidität gewonnen und strukturiere die Liquidität, indem ich sie dann richtig streue auf verschiedene Kreditinstitute in verschiedenen Ländern. Das sind ja alles Dinge, mit denen Sie sich alltäglich befassen und sehr kluge Dinge von sich geben. Mein Respekt dafür. In jedem Fall sollten Sie dann schauen, wie Sie dann das Vermögen strukturieren und wo Sie es machen. Und das Entscheidende ist dabei, zu verstehen, unterm Strich, das Ausland schützt nicht vorm Zugriff. Es sorgt nur dafür, dass es länger dauert. Das heißt, damit hat man wesentlich Zeit gewonnen. Wenn irgendwas schwierig wird, dann kann man noch immer reagieren bei beweglichem Vermögen. Das ist da jetzt egal, ob das Depotvermögen ist oder Edelmetalle ist oder whatsoever. Aber damit, dass es beweglich ist, bin ich flexibler. Und das macht es natürlich auch für Gläubiger, egal ob Staat oder Privat, erschwert es massiv und macht es auch massiv unattraktiv. Also und in solchen Verträgen mit Sale and Lease Back, also verkaufen und wieder zurückmieten, nur als Beispiel, es gibt auch das, dass man sich in Wohnrecht zurückverkauft und sich in Wohnrecht zurückbehält. Da steckt die Musik eigentlich drinnen, um dann dieses Zurückbehaltene optimal zu schützen. Es ist nicht bei jedem Notar Standard, dass es optimal geschützt ist bei Sale and Lease Back. Ja, das macht man nicht einen privaten Mietvertrag, sondern es ist ein Geschäft notariell, das muss super gut aufgesetzt sein. Ist es leider Gottes nicht immer. Also dann nützt die Zweifmeinung, um Schaden von dir abzuwenden. Und dann ist es natürlich so, das Ausland bietet ja auch ganz andere Möglichkeiten. Also ich sage jetzt mal das Banking. Ja, also ich würde auf alle Fälle schauen, das Vermögen zu diversifizieren und zu strukturieren. Und diversifizieren heißt verschiedene Länder, verschiedene Kreditinstitute, nicht alles auf ein Pferd setzen. Es wäre schlecht. Und dann muss man natürlich auch noch dazu sagen, wie einleitend gesagt oder angesprochen, es muss was geschehen, aber es darf sich nichts verändern, dieses Motto. Das ist natürlich tückisch, weil Timing ist kein Detail. Timing bedeutet, dass ich das alles rechtzeitig mache und nicht erst in der Krise oder wenn der Staat daher kommt und sagt, ach, jetzt haben wir den Lastenausgleich. Also ich kann mich noch erinnern, ich war mit einem Redakteur, sage ich mal, einem Wirtschaftsredakteur, einem Leiter einer Wirtschaftsredaktion an Ostern vor vielen Jahren beim Spazierengehen. Und dann hat er mir erzählt, dass im Deutschen Bundestag damals die Abgeordneten sich unterhalten haben, ob sie bei einem Lastenausgleich einen Freibetrag von 500.000 oder von 1 Million pro Kopf anstreben. Das war so im Gespräch. Also das ist für manche schon ein Schlag, wenn sie das vor Augen haben. Und es gibt eben bei allen solchen Geschäften, egal ob ich das weitergebe oder anderes, es gibt Anfechtungsfristen. Also nach dem Motto, hier hat einer was gestaltet, um Gläubiger zu benachteiligen. Und da gibt es Anfechtungsfristen bis zu 10 Jahre, im Ausland kürzer, beispielsweise in der Schweiz deutlich kürzer, in anderen Ländern auch. Das heißt, das ist auch noch eine Überlegung wert, sauber zu dokumentieren, dass man gutgläubig ist, warum man das gemacht hat, wie es gestaltet wurde, wie es dazu kam. Und dann ist man auch vor der Anfechtung sicher. Aber im Zweifel, wie gesagt, also die Gefahr ist, Anfechtung geht bis zu 10 Jahre rückwirkend. Und es kann nicht nur ein Konkursverwalter, hieß es früher, heute heißt es Insolvenzverwalter, kann das machen. Das kann auch ein x-beliebiger Gläubiger, der teilweise ausgefallen ist oder ganz ausgefallen ist, sagen, da ist Geld absichtlich beiseite geschafft worden. Ja, ich würde da gerne noch mal ein paar Punkte aufgreifen, weil zum einen das, was Sie sehr, sehr gut dargestellt haben, man muss sich halt
davor kümmern. Also es ist sehr, sehr schwierig, auf sowas noch zu reagieren, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Und deswegen also jetzt hinschauen. Und das denke ich auch, ist hier großer Ratschlag. Und wir hatten ja vorher noch ein bisschen miteinander gesprochen. Da hatten Sie ja so schön gesagt, na, Ober sticht unter. Wer jetzt hier in unserem Spielchen eher Ober und wer unter ist, ist, glaube ich, relativ klar. Aber man kann etwas tun. Ansonsten ist man dem Ober halt einfach schutzlos ausgeliefert. Also von dem her, ja, für alle, die es interessiert, die haben hiermit natürlich die Möglichkeit, auch sich direkt an die Kanzlei zu wenden. Wir haben Sie aber auch nochmal, um ins Detail reinzugehen, um dieses auch komplexe Thema zu verstehen, ja bei den Geldsicherheitstagen zu Gast. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Wir haben viele tolle weitere Experten auch dazu, auch zum Thema Internationalisierung, Ausland und Co. Auch an der Stelle freut mich auch, Sie schauen ja auch immer wieder bei uns da, mit vorbei. Das ist natürlich auch eine schöne Geschichte und ich freue mich, dass wir Sie dann dort exklusiv mit dabei haben als Ihren führenden Anwalt und Experten in diesem Bereich. In dem Sinne, vielen herzlichen Dank für das spannende Interview und wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir gesprochen haben, beziehungsweise Ende Mai haben wir ja Sie zu Gast. Wie gesagt, da freuen wir uns sehr auf Sie und herzlichen Dank für das tolle Interview. Gerne, Herr Wittmann.